Dieses Ganze ist eine körperliche Erfahrung. Ja? Unser Leben ist eine körperliche Erfahrung und in diesem Video soll es darum gehen, diese körperliche Komponente des Selbstwertes, von dem wir glauben, dass es immer nur in unserem Kopf ist und dass es nur um Mindset geht, einmal zu beleuchten. Und ich möchte mit dir gemeinsam erforschen und dir auch ein bisschen was darüber erzählen, wie ich das Thema Selbstwert sehe. Ich habe nämlich neulich eine Erfahrung gemacht, die sehr verändernd war, zumindest was mein körperliches Erleben angeht. Und ich möchte ein bisschen was mit dir darüber teilen, was das Ganze mit unserem Körper zu tun hat, mit unserem Solarplexus-Chakra ganz besonders. Also das ist ja nicht nur ein Chakra-Konzept, sondern da geht es ja tatsächlich um eine physische Komponente in unserem Körper. Und ich möchte mit dir ja auch teilen, was du tun kannst und womit du dich verbinden kannst, mit welchen Energien du dich verbinden kannst und wie du dein Solarplexus-Chakra weiter öffnen kannst und daran arbeiten kannst, deinen Selbstwert zu stärken und damit natürlich auch mehr Erfolg im Leben zu generieren und zu kreieren. Bevor wir loslegen, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Video der allgemeinen Information dient und es ersetzt keinen Arztbesuch. Ich bin Business Shaman, ja, also ich kenne mich durchaus mit körperlichen Themen aus, aber ich bin kein Arzt, ich bin keine Heilpraktikerin. Also wenn du körperliche und gesundheitliche Probleme hast, bitte such immer einen Arzt auf und such dir bei suizidalen Tendenzen umgehend Hilfe. Es gibt die Telefonseelsorge, es gibt zahlreiche Angebote, die du in Anspruch nehmen kannst, mittlerweile auch in App-Form. Also wenn du suizidale Gedanken hast, das ist keine Lüge, aber es ist durchaus eine Interpretation auch deiner Körpergesundheit und deiner Umwelt und deiner Lebenssituation. Bitte such dir Hilfe. Das ist nicht die Wahrheit und nicht die ultimative Wahrheit in deinem Leben. Du kannst da Hilfe bekommen und du solltest dir auch Hilfe suchen, wenn das für dich der Fall ist. Dein Selbstwert bestimmt natürlich ganz wesentlich deine Zufriedenheit mit dem, was du in deinem Leben erschaffst. Dieses Thema kam für mich in den letzten Wochen ganz wesentlich auch nochmal zum Vorschein im Zuge der Löschung sämtlicher Social-Media-Apps auf meinem Telefon. Denn ich hatte mehr und mehr das Gefühl, ich bin irgendwie nicht genug. Das reicht nicht. Also ich bekomme Themen ausgespielt und ich bekomme natürlich eine Illusion von Leben der anderen ausgespielt, die mich, ehrlich gesagt, auf der mentalen Ebene ganz schön belastet hat und auch auf der emotionalen Ebene. Und ich hatte ständig das Gefühl, ich kann eigentlich gar nicht dagegen ankommen, gegen diese Welt der Illusionen, die in den sozialen Medien passiert. Das betrifft natürlich auch diesen Kanal. Also das heißt, wir hören und sehen anderen Menschen zu in ihren besten Zuständen und häufig auch in Zuständen, die absolut gefaked sind. Es gibt zum Beispiel tatsächlich eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, Influencern und Coaches Luxusartikel zu vermieten. Ja, also gefakte Jets, gefakte irgendetwas, um Menschen wohlhabend und erfolgreich aussehen zu lassen. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Das macht uns alle physisch, psychisch, mental, emotional kaputt, dass wir uns selbst so dermaßen in die Tasche lügen. Was du auf den sozialen Medien siehst, ist nicht das Leben der anderen. Ja, das ist eine Illusion. Das sind Dinge, die Menschen erschaffen, um nach außen hin gut dazustehen. Das ist eigentlich ein Potemkinsches Dorf, eine Fassadenwelt. Das Leben der anderen ist genauso aufregend oder auch langweilig wie deins. Und zwar haben wir tatsächlich alle diese unterschiedlichen Phasen in unserem Leben. Also das heißt, es gibt Phasen, die sind total abenteuerlich und es gibt Phasen, die sind stinklangweilig. Und es ist gut so, weil wir brauchen diese Phasen der Regeneration natürlich auch, um uns neu auszurichten, um ja mit neuen Themen in Kontakt zu kommen, um Neues zu lernen, um Altes zu verlernen, also Phasen der Heilung. Das ist natürlich Thema auch für mich ganz wichtig, dass wir Dinge wieder verlernen müssen und dafür brauchen wir Rückzugsphasen, dafür brauchen wir Regenerationsphasen. Also ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, das, was du hier siehst auf diesem Kanal, also gerade dann, wenn du YouTube schaust, aber auch wenn du Podcasts hörst, das Leben der anderen ist nicht weniger schmerzhaft als dein eigenes, sondern wir haben alle unsere Baustellen, bei dem einen mehr das, bei dem anderen mehr das. Ja, bei dem einen ist es Gesundheit, beim nächsten ist es Geld, beim übernächsten sind es die Beziehungen. Das hängt ja alles auf irgendeine Art und Weise zusammen. Aber wir sind permanent angehalten in diesem Leben, uns weiterzuentwickeln. Und wir alle gehen durch Phasen
von Schmerz und durch Phasen der Weiterentwicklung, in denen wir nicht so zufrieden sind. Lebenskrisen gehören zum Leben dazu. Also an der Stelle auch der Hinweis darauf, dass die Zufriedenheit mit dem, was du erschaffst, häufig natürlich auch gemessen ist an Dingen, die vielleicht nicht unbedingt der Realität entsprechen. Lass uns als erstes mal schauen, was Selbstwert eigentlich ist. Also dieses Wort wird ja zusammengesetzt aus zwei Wörtern, Selbst und Wert. Also fragen wir uns zuerst, was bedeutet eigentlich Selbst? Das Selbst an sich existiert eigentlich gar nicht. Das ist ein Konzept oder ein Bild der Person, die du jetzt gerade bist oder die ich jetzt gerade bin. Ja, also mein Selbst ist ein Konzept und das ist nicht unbedingt etwas, was der Realität entspricht, sondern es basiert auf meinen Erfahrungen. Dazu gehören meine körperlichen Erfahrungen, dazu gehören meine spirituellen Erfahrungen, dazu gehören all meine Verletzungen, die ich im Leben erlitten habe und die ich abbekommen habe. Dazu gehören auch meine Heilungserfahrungen und natürlich auch all die Ausbildungen, die ich gemacht habe, all meine Beziehungserfahrungen, all diese Dinge. Ja, Glaubenssätze über das Leben, wie das Leben funktioniert, fließen in diese Definition von Selbst ein. Zumindest aus der psychologischen Sicht. Aus der spirituellen Sicht könnte man sagen, das Selbst ist etwas wie eine Essenz, die in jedem von uns lebt und die in jedem von uns eigentlich gleich ist, nämlich die Energie des Lebens. Also das, was deinen Körper kreiert, das, was dein Leben kreiert, ist die Energie des Lebens. Und das ist eigentlich für alle gleich. Aber auch das können Menschen unter bestimmten Umständen als eine Form von Selbst verstehen. Ja, also als etwas, was das Selbst ausmacht. So, und jetzt geben wir dem Ganzen einen Wert. Ja, also wir bewerten diese Definition, dieses Konzept von Selbst. Und wir können sagen, dass der Selbstwert ist eigentlich nichts anderes als der gefühlte Wert dieses Konzeptes. Also, wenn du das Gefühl hast, mein Selbst ist nicht so viel wert, dann, weil du das Gefühl hast, dass dieses Konzept von Selbst keinen Wert hat. Das ist erstmal so die grundlegende Definitionsfrage in diesem Bereich. Wenn du einen gesunden Selbstwert hast, dann hast du natürlich das Gefühl, ich bin wertvoll, ja, für meine Mitmenschen, ich kann Beiträge leisten in meiner Community, ich kann meine Familie unterstützen, ich verdiene genug Geld, ich kann grundsätzlich das Leben meistern. Also ich bin fähig und in der Lage, ich habe die Energie dafür, das Leben zu meistern. Das ist ein gesunder Selbstwert. Deine Gedanken, wenn du nicht glaubst, dass du dazu in der Lage bist, sind ein Symptom des Zustandes deines Körpers. Ein niedriger Selbstwert sagt dir nicht, dass du nichts kannst oder nichts wert bist, sondern er sagt dir eigentlich nur, dass es Zeit ist für Veränderung in deinem Leben. Und zwar auf vielerlei Hinsicht. Wir schauen uns das aus der gesundheitlichen Perspektive mal an. Also, was kann dazu führen, dass deine Gedanken tendenziell eher negativ sind? Natürlich ist es dein sozialer Einfluss, aber es geht natürlich auch um die Themen Ernährung, Darmgesundheit, Bewegung und ganz wesentlich, und darum soll es in diesem kleinen Mini-Workshop gehen, um das Thema Nervensystem. Denn dein Nervensystem macht nichts anderes, als deinen Körper zu analysieren. Ja, wie fühlt der sich? Wo ist der gerade? Wo steht der gerade? Und natürlich auch deine Umwelt und dann zu gucken, passt das Ganze zusammen? Bin ich am richtigen Ort? Habe ich die richtigen Menschen um mich? Habe ich die richtigen Aufgaben im Leben? Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Oder ist es Zeit für Veränderung und ist es Zeit dafür, dass wir ja neue Dinge lernen und vielleicht auch alte Dinge, Erfahrungen verarbeiten, die wir bis jetzt noch nicht verarbeitet haben. Ein niedriger Selbstwert, also wenn du das Gefühl hast, mein Selbst, also mein Konzept von dem, wer ich bin, von der Person, die ich bin, ist nichts wert, dann bedeutet es nichts anderes als dieses Konzept oder dieses Bild ist nicht oder ist nicht mehr meins. Dieses Bild ist nicht mehr gültig. Also es hat keinen Wert oder es hat keinen Wert mehr. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welcher Aspekt dieses Selbstbildes, also dieses Verständnisses von dir selbst, ist es, der nicht mehr zu dem passt, wer du eigentlich bist oder
ja, was dein Verstand analysieren kann über das, was du für eine Selbstwirksamkeit auch hast in der Welt und was du fähig bist, in deinem Leben zu kreieren und zu erschaffen. Wenn du dich natürlich ständig vergleichst mit Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind und da ihre Fassade zeigen und du denkst, ja, das alles kann ich nicht, mein Leben sieht nicht so aus, ja, ich wache morgens auf und dann gehe ich zur Toilette, dann gehe ich duschen, dann frühstücke ich und so weiter. All diese Dinge siehst du tendenziell in den sozialen Medien nicht, sondern viele Menschen zeigen eben da ihre beste Version oder auch eine illusorische Version. Ich habe es ja schon gesagt, was für eine Industrie da auch dahinter steckt. Wenn wir uns jetzt das Selbstbild auf der körperlichen Ebene anschauen, und zwar auf der Ebene des Nervensystems, dann können wir erstmal schauen, okay, wo im Körper ist das eigentlich angesiedelt? Und jetzt kann man nicht sagen, so, okay, da gibt es jetzt im linken Knie oder im rechten Fuß ist das Selbstbild, sondern es ist natürlich eine gesamtkörperliche Erfahrung. Und in der Chakrenlehre ist es so, dass das Solarplexus-Chakra, also das ja, Chakra unseres Solarplexus, unseres Sonnengeflechts, dafür verantwortlich ist, wie wir uns selbst fühlen. Also wie wir uns selbst zum Ausdruck bringen können, wie wir, und zwar auf der Vorderseite, welches Fremdbild wir integriert haben und auf der Rückseite, welches Selbstbild wir von uns selber haben. Also die Rückseite des Solarplexus-Chakras, Wirbelsäule, zwischen den, ein bisschen unterhalb der Schulterblätter sozusagen, das ist das Solarplexus-Chakra in Richtung Selbstbild und auf der Vorderseite das Fremdbild. Und je nachdem, was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, hat das natürlich eine Auswirkung auf deine Gesundheit und natürlich auch dein Selbstverständnis. Die mentalen Eigenschaften des Solarplexus-Chakras sind Unabhängigkeit, Mut, Willenskraft, Großzügigkeit, Schutz, Klarheit und auch Energie. Also ein Energiemangel deutet zum Beispiel darauf hin, dass dein Solarplexus-Chakra auf irgendeine Art und Weise kontrahiert, also die Nerven im Sonnengeflecht kontrahieren und der Energiefluss nicht frei fließen kann, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Sonnengeflecht oder mit dem Solarplexus-Chakra, also wenn die Energie da nicht frei fließen kann, wenn das Chakra nicht wirklich offen ist, dann haben wir dann können körperliche und mentale Gesundheitsprobleme auftreten, die mit unserem Selbstwert zu tun haben. Der erste wesentliche Punkt, und ich weiß, dass das in meiner Community ein großes Thema ist, deswegen mache ich diesen kleinen Workshop hier auch, ist die Verdauung. Also alles, was Magen angeht, Dünndarm, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse und alle dazugehörigen Erkrankungen und Störungen sind ein Hinweis darauf, dass es Schwierigkeiten gibt in deinem Solarplexus-Chakra, also in deinem Sonnengeflecht. Wie gesagt, warum auch immer. Chronische Müdigkeit oder Energiemangel gehören dazu. Mangelnder Selbstwert, natürlich, wie schon, deswegen ist es Teil dieses Workshops. Wut, das Kontrollbedürfnis, also das heißt auch der Versuch, andere oder das Leben auf irgendeine Art und Weise zu kontrollieren, ist auch eine Funktion des Solarplexus-Chakras. Ängste und Sorgen. Auf der Ebene der endokrinen Drüsen sind es die Nebennieren. Vielleicht weißt du, dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe mit der lieben Julia Tulipan zusammen. Also wir haben im Solarplexus-Chakra natürlich auch Nerven und Ganglien, die all diese Organe steuern und die all diese Organe ansteuern auf der unbewussten Ebene. Und dazu gehören natürlich auch die Nebennieren, bei denen es um unsere Stresshormone und natürlich auch um unsere Sexualhormone geht. Das heißt, über die Nebennieren wird natürlich eine ganze Menge gesteuert, wenn es um unsere Energie zur Verfügungstellung geht und das Energielevel, was wir im Leben fühlen können. Wenn du die Videoversion dieses Beitrags siehst, dann siehst du jetzt ein Bild des Sonnengeflechts. Das Sonnengeflecht ist ein Nervengeflecht, das fast aussieht wie eine Sonne und was auf der Innenseite, also mehr auf der Rückseite des Körpers eigentlich liegt, vor der, vor der Wirbelsäule sozusagen. Also nicht außerhalb, hinter der Wirbelsäule, sondern vor der Wirbelsäule in unserem Brust- und Bauchraum, hinter dem Brustbein, also wenn du das Brustbein deines Rippenkäfigs anschaust, ungefähr am unteren Ende deines Brustbeins, da rein in den Körper und dann aber vor der Wirbelsäule. So, also
unmittelbar in der Nähe deines Magens und natürlich auch in der Nähe deines Dünndarms, deiner Bauchspeicheldrüse, der Leber. Also all diese Dinge werden auch angesteuert durch dieses Sonnengeflecht. Das Element des Sonnengeflechts ist, wer hätte es anders gedacht, die Sonne. Ja, also wenn wir aus der astrologischen Perspektive schauen, dann hat die Sonne sehr viel mit deinem Sonnengeflecht zu tun und das Element Feuer. Also Feuer ist das Element Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was uns mit unserem Solarplexus-Chakra im oberen Bauch in Verbindung bringt. Also immer dann, wenn du dich mit dem Feuer verbindest, wirst du auch spüren, dass in dir etwas passiert in Sachen Selbstwert, gerade für die, die sehr viel Wasserenergie und Erdenergie vielleicht auch haben. Also deine Feuerenergie, wenn du dich mit der verbindest, dann wirst du mehr Selbstwert spüren. Der liebe Martin Zöller, der hat mir, als er mich vor über 2 Jahren gelesen hat, hat er gesagt, Nadja, immer dann, wenn du dich unsicher fühlst, stell dir Feuer vor. Verbinde dich mit der Feuerenergie. Und das ist mir am Anfang extrem schwer gefallen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Und das hat sich aber geändert. Ja, also ich kann mittlerweile sehe ich die Flamme lodern vor meinem dritten Auge, wenn ich das möchte. Und das hilft mir auch dabei, meine Energie im Körper zu aktivieren, wenn ich niedrigen Selbstwert habe, tatsächlich auch mit der Flamme zu arbeiten in meiner imaginären Welt, in meiner inneren Welt, um meinen Selbstwert zu steigern und um diese Energie auch in meinem Körper zu aktivieren. Ich möchte, bevor wir an dieser Stelle auch weitergehen, wie du das in deinem Leben aktivieren kannst und woher das eigentlich alles kommt, ja, auch in deiner Lebenserfahrung, einen kurzen Schwenker machen in die spirituellen Lehren. Ich bin ja immerhin spirituelle Lehrerin, insofern möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen, wie das eigentlich repräsentiert ist in den spirituellen Lehren. Für den Fall, dass du den Hund im Hintergrund bellen hörst, das tut mir leid. Ja, also ich bin nach wie vor in Lateinamerika und es ist laut hier. Gut, also spirituelle Lehren bedeutet alles, was den Religionen zugrunde liegt. Aus spirituellen Lehren, die Menschen irgendwann mal entwickelt haben, durch Eingebung, durch Selbstbeobachtung, durch Beobachtung der Natur, der Umwelt und so weiter, sind Schriften entstanden. Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Judentum, Astrologie, alles spirituelle Lehren, mit denen wir arbeiten können, spirituelle Wege, die alle eine Wahrheit drin haben und uns alle auf irgendeine Art und Weise und für jeden natürlich ein bisschen anders mit der Energie des Lebens verbinden. Die Chakrenlehre und die Idee der Chakren kommt natürlich aus dem Hinduismus und Buddhismus. Also Manipura Chakra, das ist der Solarplexus und das ist Solarplexus Chakra in der Farbe Gelb. Im Christentum entspricht das Manipura Chakra der Konfirmation. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr dafür. Und die Konfirmation ist nichts anderes als eine Bestätigung, nämlich das bin ich. Das, was mir gesagt wurde, was ich sein soll, das bin ich. Wir gehen gleich ein bisschen tiefer darauf ein. Das ist die Repräsentation des Solarplexus, Manipura Chakras aus dem Hinduismus und Buddhismus. Im Judentum, in der Kabbala und im Baum des Lebens entsprechen die Qualitäten von Netzach und Hod dieser Qualität der Konfirmation oder des Manipura Chakras. Auf Deutsch Ausdauer und Integrität. Das sind die zwei äh, Qualitäten, die im Baum des Lebens dargestellt sind im Judentum, die dieses Chakra repräsentieren oder diese Energie repräsentieren. In der Astrologie sind es die Sonne, der Feuerball schlechthin, ja, und Mars, auch eine feurige Energie, beziehungsweise in der Sprache der Sternzeichen, also der Archetypen Sternzeichen, ist es Löwe und Widder. Also im Wesentlichen Löwe und Widder, Schütze vielleicht auch noch ein bisschen, aber Löwe und Widder sind so die Energien, die uns mit dem Solarplexus-Chakra in Verbindung bringen und mit denen wir uns verbinden können, also mit unserer eigenen Sonne und mit unserem eigenen Mars, um diese Feuerenergie in uns zu erwecken. Ich gehe kurz auf das christliche Sakrament der Konfirmation ein, weil dieser Prozess, was da passiert, was man in dieser Lehre beschrieben hat und in der christlichen Tradition Konfirmation nennt, eigentlich sehr, sehr gut beschreibt, wie wir unseren Selbstwert eigentlich entwickeln. Das Wort Konfirmation kommt aus dem Lateinischen von confirmare und bedeutet bestätigen oder festigen. In diesem Sinne bestätigt der Konfirmand, also die Person, die konfirmiert wird,
den Glauben, der bei der Taufe durch die Eltern und Paten bekannt wurde, nun selbst. Also, das heißt, die Eltern zum Zeitpunkt der Taufe, das ist eine Energie des Wurzelchakras übrigens, also die Taufe, die Aufnahme in den Stamm, in diesem Fall der Christen, also dieser Christengemeinschaft, dieser Familie, dieser christlichen Familie. Bei der Taufe bestätigen die Eltern, der gehört zu uns und wir kümmern uns um den oder um sie. Ja? Und bei der Konfirmation, in der Regel so um das 14. Lebensjahr, 14. bis 15. Lebensjahr, bestätigt der Konfirmand selbst das, was meine Eltern gemacht haben zu meiner Geburt, nämlich zu sagen, dieses Kind erziehen wir im christlichen Glauben. Das bestätige ich jetzt selbst. Ich übernehme jetzt selber die Verantwortung für meinen christlichen Glauben und für das, was ich hier als guter Christ oder als gute Christin tue. Kurz, die Eltern sagen, du bist ein Christ oder du bist eine Christin und wir übernehmen die Verantwortung dafür, bis die Person, die konfirmiert wird, oder du, falls du im christlichen Glauben erzogen wurdest, zu deiner Konfirmation selbst sagst, ich bin Christ oder ich bin Christin und ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür. Wenn du das Glück hast, eine Christine zu sein oder ein Christian oder eine Christiane, dann hast du dieses Programm auch mitbekommen. Und zwar in Form deines Namens tatsächlich. Also dieses Programm der Königsenergie zu folgen, nämlich im Fall des Christentums Jesus, der das Symbol des Königs ist, und ja, der Herrscherenergie oder Herrscherinnenenergie zu folgen, je nachdem, wie breit du natürlich auch diese Funktion von Jesus oder Christus auslegst. Christus bedeutet nichts anderes als König. Und das gibt es natürlich auch in vielerlei anderen archetypischen Interpretationen dieser Energie des Königs oder der Königin. Jede Zuschreibung, die du in deinem Leben bekommst, ist eigentlich eine Taufe. Also wenn deine Familie dir erklärt, du bist wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter oder du bist, und dann nach Möglichkeit eine unerwünschte Eigenschaft, ja, du bist unmöglich, hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Oder du bist unkontrollierbar. Oder du bist nicht zuverlässig. Oder du bist faul. Oder du bist dumm. Oder was auch immer Menschen so zueinander sagen. Jede dieser Zuschreibungen ist nichts anderes als eine Taufe. Du bekommst in diesem Moment einen Platz innerhalb der Gesellschaft, in der du dich befindest, mit dieser Eigenschaft. Auch Dinge wie du taugst zu gar nichts oder du bist nichts wert. Alles Zuschreibungen von anderen Menschen, die ihre Leben oder die dich in diesem Moment in ihrem Leben bewerten, um dich irgendwo einzuordnen. Geht natürlich auch auf die positive Art und Weise. Ja, du bist ein Naturtalent oder du bist besonders witzig und du bist humorvoll und all diese ganzen Geschichten, auch das, ja, du bist der Humorvolle in unserer Gruppe, kann eine Zuschreibung sein, die wie eine Taufe funktioniert und sich durch das Leben zieht. Ja, der Klassenclown kann ein guter Stand-up-Comedian werden. Zum Beispiel. Also wenn jemand jahrelang in der Kindheit gehört hat, du bist besonders humorvoll, dann zieht sich das durchaus oder kann sich durchs Leben ziehen, wenn das auch gewünscht ist. Damit kann man ja durchaus auch sehr charmant Beziehungen knüpfen mit dieser Eigenschaft. Und alles andere gilt natürlich auch so. Ja, du bist schlecht in Mathe. Du kannst nicht singen und so weiter. Von Lehrern, von Eltern, von nahestehenden Personen in deiner Kindheit und deiner Jugend, wenn Menschen so etwas zu dir gesagt haben, und davon wirst du eine ganze Menge in deinem Leben gehört haben, wenn du ein ganz normales menschliches Leben führst, so wie ich, dann wirst du viel gehört haben, wer du sein sollst in den Augen der anderen oder wer du bist in den Augen der anderen. Und der Moment, in dem du das annimmst, diese Zuschreibung, also das bestätigst und sagst, okay, meine Mutter hat mir mein Leben lang erklärt, dass ich unmöglich bin. Ich habe viele Jahre gehört, dass ich unmöglich bin. Ich bin unmöglich. Was meinst du, was das mit meinem Leben macht? Ohne einen Vorwurf an meine Mutter zu machen. Ja? Die hat ihre Wahrnehmung kundgetan, aber ich habe es angenommen. Also was meinst du, was das mit meinem Leben macht, mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen, mit den Dingen, die ich kreieren möchte? Ich habe viel damit gekämpft, möglich zu sein. Ganz klar. Also ich habe das als Kind angenommen, ich bin unmöglich. Also darf ich daran arbeiten, möglich zu werden. Und es geht auch mit allen anderen ungewünschten Eigenschaften, sage ich mal. Also wenn du zum Beispiel von deinem Mathelehrer über viele Jahre gehört hast, dass du kein Mathe kannst, weil du vielleicht Schwierigkeiten in einer Jahrgangsstufe hattest, weil deine Eltern gerade im Scheidungsprozess waren
oder weil der Mathelehrer vielleicht einfach schlecht war, ja? Also Mathematik ist Grundlagenwissen, um diese Schöpfung zu verstehen. Und wenn du einen schlechten Mathelehrer hast, der dir bloß Formeln an die Tafel schreibt und das alles nicht erklären kann und das auch nicht in den Zusammenhang bringen kann mit deinem Leben und so weiter, dann ist es für viele, die eher emotional sind, nicht so einfach zu verstehen. Ja, so Mathematik ist logisch, Mathematik ist rational. Mathematik macht total viel Sinn, wenn man das auch in diese ganze Schöpfung einsortieren kann, wo das eigentlich hingehört. Mathematik ist die Grundlage von allem im Wesentlichen. So, und das ist aber den wenigsten von uns aus der Schulbildung mitgegeben worden, dass Mathematik die Grundlage von allem ist. Aber wenn du Bescheid gekriegt hast von deinem Mathelehrer, du kannst keine Mathematik, dann wirst du bis zum Ende deines Lebens, wenn du das nicht änderst, dazu kommen wir gleich, wenn du das nicht änderst, wirst du bis zum Ende deines Lebens glauben, dass du die Grundlagen des Lebens nicht kapierst. Also, dass du schlecht darin bist, zum Beispiel technische Systeme zu bedienen, dass du schlecht darin bist, mit Dingen zu arbeiten, die auf irgendeine Art und Weise mit Nullen und Einsen, Plus und Minus zu tun haben. Deine Finanzen werden sich daran orientieren. Dein ganzes Leben wird sich daran orientieren, dass dein Mathelehrer dir in der 3. Klasse an einem schlechten Tag erzählt hat, dass du für immer schlecht in Mathe sein wirst. So, und wenn du das angenommen hast und gesagt hast, okay, ich bin schlecht in Mathe oder ich bin schlecht in Sprachen, Kommunikation, ich bin schlecht in Musik, Singen, ich bin schlecht in Sport, Bewegung und so weiter. Wenn du das irgendwann in deiner Kindheit mal gehört hast und das dann annimmst, dann ist das eine Konfirmation. Also du entscheidest, ich bin so, weil das irgendwelche Leute gesagt haben. Okay, so entsteht dein Selbstwert, basierend auf dem, was du angenommen hast, von dem, was andere Menschen dir gesagt haben. Andere Menschen haben dir ganz viele Dinge in deinem Leben erzählt, aber wir nehmen natürlich tendenziell die schlechten Dinge an. Wenn du an deinem Selbstwert arbeiten möchtest, dann ist natürlich eine der ersten Fragestellungen, die du dir stellen kannst, was haben andere über mich gesagt, bis ich es begonnen habe zu glauben? Also was ist in meiner Kindheit zum Beispiel immer wieder wiederholt worden? Du redest zu viel, du bist zu laut, du bist zu dies, du bist zu jenes. Ja, also all diese ganzen Zuschreibungen aus der eigenen Familie natürlich, aber auch aus der Schule, Kindergarten, Schule, was auch immer dir da regelmäßiger vermittelt worden ist, das wirst du irgendwann zu einem Teil deiner Persönlichkeit gemacht haben, ob du es bist oder nicht. Also soziale Konditionierung ist das Stichwort hier. Das ist dein Programm so lange, bis du dich für etwas anderes entscheidest. Also sobald du Bewusstsein über dieses Programm hast, kannst du sagen, das haben die anderen in meinem Leben so gesehen, in deren Welt, in diesem Moment, in diesem Kontext, die Dreijährige, die da vor ihnen stand, ja, die haben sie bewertet auf diese Art und Weise, dass sie gerade ein bisschen laut war. Und ich habe das zu einem Teil meiner Persönlichkeit gemacht. Also, oh, aber ich bin ja gar nicht mehr 3. Ja, und jetzt ist es okay, wenn ich laut bin. Das ist völlig in Ordnung, weil das hilft mir dabei, einen YouTube-Kanal zu machen, Podcast zu machen oder sonst irgendwie zu publizieren, etwas in meinem Leben zu bewirken aufgrund meiner Stimme und meiner Präsenz. Also schreib dir diese Sachen ruhig mal auf, ja, was deine Familie über dich erzählt hat, was die geglaubt haben und was davon du auch begonnen hast, über dich zu glauben. Was taucht in deiner Gedankenwelt auf zum Thema Selbstwert? Und dann kannst du dich dagegen entscheiden. Also das ist wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich arbeite jetzt da dran. Also manches wird dir leichter fallen, weil du einfach weißt, das ist Quark. Ja, also das, was der Papa damals gesagt hat und das, was die Mama damals gesagt hat oder die Oma oder sonst wer, das ist Blödsinn. Mein Leben hat sich ganz anders entwickelt, das brauche ich nicht mehr. Ich entscheide mich dagegen, das bin ich nicht. Ich bin das Gegenteil vielleicht sogar davon. Oh, oder das ist völlig in Ordnung, so zu sein. Bewertung, du bist laut zum Beispiel, kann man ja so und so bewerten. Das kann was Gutes sein, wenn es um das Thema Marketing und Verkauf geht. Ja, dann kommst du mit laut sein ziemlich weiter. Und wenn du aber das Gefühl hast, dass das was Negatives ist, weil dir in dieser Situation damals, als du entschieden hast, dass du zu laut bist, und wenn du 3 warst, wenn du in dem Moment zum Beispiel das als negative Bewertung wahrgenommen hast, deiner Familie, dann ist das eben etwas, was in diese Richtung bewertet wurde, in diesem Kontext, in dieser Situation, aus welchen Gründen auch immer, ja. Das kann heute ganz anders aussehen. Also das heißt, die Bewertung deiner Familie, der einzelnen Eigenschaften, ist situationsbedingt und kontextbedingt in diesem Moment gewesen. Und wir
neigen dazu, Dinge zu generalisieren für jede Lebenssituation. Ja? Ich kann kein Mathematik, ist vielleicht wirklich nur abhängig gewesen von diesem Lehrer, der blöd war, um das mal vorsichtig auszudrücken. Vielleicht hättest du mit einem anderen Lehrer oder einer anderen Lehrerin total gute Mathematiknoten gehabt. Vielleicht hättest du es verstanden. So, aber das war in der Welt des Lehrers, der einen bestimmten Blick auf seine Schüler gehabt hat. In dieser Situation, in diesem Kontext warst du nicht gut in Mathematik. In einem anderen Kontext wärst du es vielleicht gewesen. Wenn du eigene Kinder hast und das ist ein Thema für dich, Mathematik zum Beispiel, wirst du heute auf YouTube ganz viele, zahlreiche Nachhilfelehrer finden, mit denen du vielleicht sogar Mathematik verstehst. Spielerischer dargestellt, unterhaltsamer dargestellt und so weiter. Also wir lernen ja auch in einem bestimmten energetischen Kontext in Klassenzimmern zum Beispiel. So, auf dein Business übertragen kannst du dich oder auf deinen Job, je nachdem, wo du gerade stehst, kannst du dich natürlich auch jederzeit gegen den Preis zum Beispiel entscheiden, den du dir bisher gegeben hast oder den du dir bisher erlaubt hast zu verdienen. Ich habe in meinem Leben häufig vergleichsweise wenig Geld für meine Qualifikationen, für meine Ausbildung verdient, weil ich nicht das Selbstbewusstsein hatte und weil ich auch ein Umfeld hatte, was mich nicht in meinem Selbstwert so unterstützt hat, dass ich hätte über das hinauswachsen können. Hat sich geändert in den letzten Jahren natürlich. Ich habe sehr daran gearbeitet, aber es ist möglich, natürlich auch deinen Stundensatz, dein Einkommen, dein Jahresgehalt, alles zu verändern, basierend auf deinem Selbstwert. Also jemand, der 60 Euro pro Sitzung nimmt, zum Beispiel im Bereich Coaching, Heilung und Therapie, der kann unter keinen Umständen wirklich ein gutes Auskommen haben, mit dem er einigermaßen oder sie einigermaßen stressfrei leben kann. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn du absolut null Input in dieses Unternehmen gibst. Das heißt, wenn du kein Marketing machen willst oder musst, wenn du keine Materialien zur Verfügung stellst und so weiter und so fort. Wenn dein Einkommen im Prinzip nicht wichtig ist und die Zeit, die du da rein investierst. Wenn du von deinem Business leben willst, gerade in diesem Bereich Coaching, Heilung und Therapie, wirst du tendenziell in Richtung 200 Euro pro Sitzung gehen dürfen. Und das hat natürlich was mit deinem Selbstwert zu tun. Und das, wie gesagt, fühlst du zuerst. Ähnlich ist es, wenn du als Freelancer arbeitest, also vielleicht für 30 Euro pro Stunde. 80 Euro ist eigentlich das Minimum. Mit Steuern, mit allem, was da ringsrum mit anfällt und so weiter. Vielleicht mittlerweile mit Inflation würde man vielleicht sogar sagen 100 Euro pro Stunde. Mittlerweile das Minimum. So, du brauchst niemanden. Und das ist ganz wichtig. Du brauchst niemanden, der oder die dir die Erlaubnis gibt, ab heute in dir einen anderen Wert zu sehen. Wenn du dich heute entscheidest, mein Wert ist anders, dann ist das völlig in Ordnung. Dafür braucht es keine Erlaubnis aus dem Außen. Im Rahmen der Gesetze natürlich. Also wenn du dich heute entscheidest, ich bin jetzt Anwalt für Familienrecht und du hast keine einzige Jura-Vorlesung besucht, geschweige denn irgendein Staatsexamen, dann wird das Ganze natürlich nicht so ein gutes Ende haben. Aber wenn du dich entscheidest, ab jetzt ist mein Preis ein anderer, ab jetzt schätze ich meinen Körper. Ab jetzt rücke ich Ernährung, Bewegung, Weiterbildung, alles, was mich irgendwie nach vorne bringt, in den Mittelpunkt, weil ich es wert bin, weil mein Leben das wert ist, weil und so weiter. Ja, was auch immer du dir für Warum-Gründe suchen magst, dafür brauchst du keine Erlaubnis. Das bedeutet es, Verantwortung als Erwachsene zu übernehmen für das Leben, was du führen möchtest. Und ja, du wirst inneren Anteilen begegnen, die das Gegenteil erzählen. Aber du weißt ja jetzt, ja, also das ist eine körperliche Erfahrung. Dein Gehirn erzählt dir viel aus der Vergangenheit und viel aus Zeiten, die schon längst vorbei sind. Du kannst dich darauf trainieren, einen anderen Selbstwert zu fühlen, wahrzunehmen in deiner inneren Wahrnehmung und natürlich auch damit andere Ergebnisse in deinem Leben zu erzielen. So, und zu guter Letzt kommen wir zu den Übungen, die du machen kannst, um dich mit deiner Feuerenergie zu verbinden oder aus der anderen Perspektive einfach zu sagen, okay, diese Geschichten, ja, von Mama und die Geschichten von Papa, die möchte ich jetzt mal loslassen und möchte mich für etwas anderes entscheiden, nämlich für meinen eigenen Wert. Du bist in einem menschlichen Körper, wie wir alle, und du hast genau den gleichen Wert wie alle anderen auch. Deine Ausbildung ist ganz individuell, deine Talente sind ganz individuell.
Du hast einen Platz auf dieser Erde und deine Aufgabe ist es natürlich, den selbstbewusst und mit einem guten Selbstwert natürlich auch einzunehmen, dich nicht von anderen Menschen übervorteilen zu lassen, dich nicht ausnutzen zu lassen, manipulieren zu lassen, ausnehmen zu lassen oder sonst irgendwas. Also verabschiede dich von dem Bild, was nicht mehr zu dir passt, was dich davon abhält, mehr Erfolg in deinem Leben zu haben und vor allem auch gerade zu stehen und mit Integrität durchs Leben zu gehen. Ja, also wenn Dinge dir in dieser Welt nicht gefallen, du gehörst zu der Generation, die sie verändern können. Ja, also du kannst deinen Beitrag leisten. Unter 8 Milliarden Menschen kannst du deinen Beitrag leisten. Und dazu brauchst du natürlich ein bisschen Selbstwert und ein gutes Selbstwertgefühl. Also das Erste, was du tun kannst, ist deine Geschichte aufzuschreiben. Wenn du meine Theta-Healings hörst oder auch die Gebete, die ich hier auf diesem Kanal habe, dann kannst du dir zum Beispiel da einen Anfang abgucken. Du könntest schreiben, geliebte Quelle des Universums, Schöpfer, Schöpferin allen Seins. Ich weise hiermit an, folgende Dinge aus meinem System zu löschen. Und dann kannst du die Geschichte drunter schreiben oder die Glaubenssätze drunter schreiben, die du nicht mehr haben willst, also die du nicht mehr in deinem System haben möchtest. Und dann kannst du das Ganze ganz einfach ins Feuer werfen. Ja, und das kann ein physisches Feuer sein, also auf einer Feuerschale im Garten oder irgendwo an einem Barbecue oder einem Waldfeuerplatz oder irgendwie sowas. Also such dir etwas, wo du sicher ein Feuer machen kannst und wo du dieses Papier drin verbrennen kannst. Ich habe zum Beispiel hier so eine, also wer mich kennt, weiß das, ich habe so eine kleine Schale. So sieht die aus. Normalerweise verbrenne ich da drin auch so Salbei und solche Geschichten. Hier in Medellin ist es jetzt so, ich nehme die Schale einfach mit oben auf die Terrasse und verbrenne meine Geschichten da drin. So, das ist eine Variante, wie du das machen kannst. Also dir wirklich selber auch ein kleines Ritual zu machen. Wenn du Heilerin, Therapeutin, Coach oder sonst irgendwas bist, dann möchte ich dich natürlich auch motivieren, solche Dinge mit deinen Klienten zu machen. Also wir brauchen Rituale, wir sind rituelle Wesen. Und es hilft uns unglaublich, diese Initiationsrituale. Also es ist ja eigentlich ein Initiationsritual, ja. Jetzt endet die alte Geschichte, ab heute lebe ich eine neue Geschichte. Das sagt dieses Ritual und diese Initiationsrituale, wie die Konfirmation auch, ja, wie die Konfirmation auch und wie andere Rituale, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch. Hochzeit, Geburtstage und sonst irgendwas. Ab jetzt bist du 50, ab jetzt bist du die Frau von oder der Mann von. Und so kannst du auch für dich ein Ritual machen. Wie gesagt, du brauchst da niemanden anderes als dich selbst. Schreib die Geschichte auf, verbrenn sie und sag, ab jetzt bin ich jemand anderes. Diese Geschichte gehört in die Vergangenheit. Das ist der erste Weg. Das zweite ist natürlich, dich auch auf der visuellen Ebene, also in der Imagination mit dem Feuer zu verbinden. Und du kannst dir dafür deinen Körper vorstellen oder dich selbst vorstellen oder eine Figur mit den Chakren vorstellen und ein Feuer dazu. Das reicht völlig aus. Du kannst auch natürlich deine Zeitlinie der Vergangenheit, falls du weißt, was das ist, deine Zeitlinie der Vergangenheit einfach nur alles, was da nicht mehr notwendig ist und alles, was du nicht mehr brauchst, einmal vom Fegefeuer sozusagen reinigen lassen und sagen, alle Bilder, die auf meiner Zeitlinie der Vergangenheit sind, die ich nicht mehr brauche, alle Glaubenssätze, Energien, alle Dinge, die mich davon abhalten, ein selbstbewusstes Leben mit einem hohen Selbstwert zu führen, alle Bilder einmal vom Fegefeuer löschen lassen und diese Timeline oder diese Bilder und diese Erinnerungen vor allem dem ewigen Vergessen zu übergeben. Also das wären NLP-Techniken zum Beispiel, mit denen man arbeiten kann. Zu guter Letzt kannst du natürlich auch dich mit der Astrologie verbinden. Also dein Sonnenzeichen, das Sternzeichen, in dem du geboren bist, das ist die ultimative Feuerenergie, auch wenn es bei dir ein Erdzeichen ist oder ein Wasserzeichen oder irgendwas anderes. Also das wäre die Energie, die dir das stärkste Selbstbewusstsein auch gibt. Also du kannst, wenn du keine Beschreibung hast über dein Sternzeichen, dann kannst du zum Beispiel bei ChatGPT eingeben, ich bin geboren im Zeichen, das Zeichen mit reingeben, wenn du vielleicht auch das Haus weißt, ja, wenn du das Haus in deinem Horoskop abgelesen hast, dann gib auch das Haus mit dazu ein. Ich bin geboren im Zeichen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Wassermann im 10. Haus. Was ist meine absolute Superpower und wie kann ich meinen Selbstwert steigern? Das wäre eine Frage, die du bei ChatGPT eingeben kannst. Lässt du dir 2, 3 Antworten generieren und guckst mal, was da so bei rauskommt. Das Gleiche gilt für die Mars-Energie. Also Mars ist die zweite wesentliche Feuerenergie des Solarplexus.
auch Widder, das ist so ungefähr, ja, so um und bei das Gleiche. Widder und Mars hat so den gleichen Archetypen. Und du kannst in deinem Horoskop gucken, wo steht mein Mars und was kann der Mars mir darüber erzählen, wo mein Feuer ist. Ja, mein Feuer ist zum Beispiel im Wassermann. Das klingt ein bisschen kontra, aber hat ganz viel natürlich damit zu tun, neue Spiritualität zu entwickeln, in meinem Fall und so weiter. Also such dir dein Mars in deinem Horoskop raus und da kannst du das Gleiche eingeben, auch bei ChatGPT, wenn du dich nicht anderweitig belesen möchtest, in Büchern oder Ähnlichem. Das reinschreiben, mein Mars steht im Sternzeichen, wie zum Beispiel bei mir Wassermann, im so und so vielten Haus. Was ist die Feuerenergie, mit der ich mich verbinden kann, um mehr Selbstwert in meinem Leben zu installieren? Und dann nimmst du diese beiden Energien und meditierst mal darauf. Geh mal damit schwanger in Anführungsstrichen. Was würde es bedeuten, wenn du das tatsächlich leben würdest? Was dabei rauskommt. Wenn du dich mehr mit diesem Thema astrologisch beschäftigen möchtest, findest du auf meiner Webseite auch ein kostenloses E-Book-Bundle. Da gehen wir durch alle Planeten durch, alle Planeten und alle Zeichen in deinem Horoskop. Und ich gebe dir eine Reihe von ChatGPT-Prompts mit. Und am Ende hast du ein Dokument, was dir Klarheit insbesondere in Bezug auf Business und Geld verdienen gibt. Und dann gibt es dazu eine Activation Meditation. Das heißt, wir aktivieren diese Energie aus deinem Horoskop in deinem Körper, einmal in der emotionalen Welt. Und ja, das zentriert dich und richtet dich aus. Also geh gerne auf meine Webseite, da kannst du das runterladen. Den Link dazu findest du in der Beschreibungsbox. Also da freue ich mich natürlich sehr, wenn du Interesse daran hast, mit mir weiterzuarbeiten, auch an diesem Thema, dich energetisch auszurichten. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass das, was du bist, in dieser Welt wertvoll ist, ja, dann kannst du auch einen gesunden Selbstwert entwickeln. Nächste Woche, beziehungsweise entweder in den nächsten Tagen oder in dem nächsten regulären YouTube-Video in der nächsten Woche, wird es nochmal ein Theta-Healing beziehungsweise eine tiefere Meditation zum Thema Solarplexus-Chakra geben. Ich möchte dir wirklich gerne auch eine Aktivierung des Solarplexus-Chakras auf der unbewussten Ebene, das heißt über die Form der Meditation oder ein Theta-Healing mitgeben. Das kommt dann in den nächsten Tagen. Ich hoffe sehr, dass dir dieser nicht ganz kurze, aber wie ich finde, sehr wichtige Workshop dabei geholfen hat, das Thema Wert und vor allem auch Selbstwert in deinem Leben nochmal anders zu beleuchten und vielleicht auch einfach zu gucken, okay, kann das sein, dass ich diesen Solarplexus gar nicht richtig wahrnehmen kann? Ist diese Wahrnehmung abgeschaltet? Und wenn ja, dann kann man natürlich daran arbeiten und das ist tatsächlich eine Trainingsfrage, wenn du willst, dass du ihn fühlen kannst und dass du den Selbstwert im Zentrum deines Körpers fühlen kannst, dann wirst du Methoden finden, wie das für dich möglich ist. Und das kann Meditation sein, das kann Hypnose sein, das kann Coaching sein, das kann Therapie sein, das kann Yoga sein und so weiter und so fort. Ja, Aromatherapie, Farbtherapie, also alles, was gelb ist, Früchte, Düfte, die von gelben Früchten kommen, gelbe Klamotten und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, sich mehr mit dieser Lebensenergie auch zu verbinden, mit dieser Sonnenenergie, mit dieser Feuerenergie zu verbinden. Und ich freue mich natürlich und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Selbstwert auf ein Niveau bekommst, in dem du dich wirklich wohl in deiner Haut fühlst und in dem du happy bist mit dem, was du tust, mit dem, was du hast, mit dem, was du erreichst und mit deiner Selbstwirksamkeit. Ich helfe dir natürlich gerne dabei, auch im Einzelcoaching. Also wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du das gerne tun. Du findest einen Link zum kostenlosen Erstgespräch ebenfalls in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und natürlich freue ich mich auch, wenn du dieses Video weiterempfiehlst, wenn du dieses Video likest, ganz wichtig, und wenn du meinen Kanal abonnierst. Viele YouTuber und ich gehöre ja dazu, also ich biete hier kostenlose Inhalte an. Wir leben davon, dass Menschen unsere Inhalte liken, teilen, kommentieren, den Kanal abonnieren und mir ist es wichtig, tatsächlich Menschen auch dabei zu helfen, auf der emotionalen Ebene gesunder zu sein. Denn am Ende sind deine Emotionen der Grundstein für deine Energie im Leben. Und dieser Grundstein, der ist in unserer Gesellschaft komplett missachtet. Ja, niemand von uns hat eine emotionale Ausbildung im Rahmen der Schulbildung bekommen. Und wir müssen uns das als Erwachsene mühsam in unseren Lebenskrisen neu erarbeiten. Und ich finde, wir sollten darüber viel, viel offener sprechen. Und das sollte selbstverständlich sein. Also wenn du mich auf diesem Auftrag und in dieser Mission unterstützen möchtest, natürlich auch emotionale Intelligenz
in die Gesellschaft zu bringen, in unsere Kultur zu bringen, dann hilfst du mir sehr dabei, wenn du meinen Kanal abonnierst und ja, dadurch natürlich auch andere Menschen erreicht werden können, wenn dieser Kanal und wenn diese Videos eine bestimmte Resonanz bekommen. Und selbstverständlich natürlich auch, du bekommst ganz einfach auch einen Hinweis nächste Woche auf die Meditation beziehungsweise auf die Aktivierung deines Solarplexus-Chakras, wenn das für dich ein Thema ist und du das gerne mitbekommen möchtest, wenn du meinen Kanal abonniert hast. Vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir alles Gute für deinen Selbstwert und für die Entwicklung der Werte in deinem Leben. Bis bald. Tschüss.